Eine neue Episode von Otkast Podcast mit den berüchtigten Bärnackelkämpfer, den Adam Adujev aus Deutschland, der zuletzt bei TBL gekämpft hat und es gab eine kontroverse Entscheidung. Wundert ja, dass du keinerlei Verletzungen hast. Nee, mir geht's super. Also kein Bruch, keinen Schmerzen, kein Kopfschmerzen, gar nichts. Der wurde irgendwie von Securities irgendwie weggebracht in der Umkleidekabine und dann hat er sich dort hinter der Frauen versteckt. Wird das jetzt in Genau. einem Rematch geklärt oder wird das anders geklärt? Ich werde ihn jagen, egal wo er hingeht. Also mein Name ist Adam Adujev. Ich bin 22 Jahre, trainiere in Öhringen bei Team Ayeti. Und ja, letztens, diesen Samstag, hatte ich meinen Bernackel-Titelkampf. Und ja, da gab es halt ein bisschen Action. Ja, Mein Gegner wurde disqualifiziert und ich wurde der Bernackel-Champion, aber so wollte ich nicht der Bernackel-Champion werden. Ich wollte den Kampf normal gewinnen, ohne dass er disqualifiziert wird oder sonst was. Ja, aber mein Gegner hat einen Ratten-Move gemacht und deswegen wurde er auch disqualifiziert. mhm. Es ist natürlich genau diese Entscheidung, die wird gerade heiß diskutiert in der Bärnackel-Szene. Wie siehst du Ja. die Entscheidung, dass er disqualifiziert wurde? Also mir persönlich reicht es noch nicht, dass er disqualifiziert wurde. Ich muss das noch mit ihm rächen. Ich will das nicht auf mich sitzen lassen. Diese Disqualifizierung oder dass er jetzt irgendwie die Sperre bekommen hat oder so, interessiert mich gar nicht. Ich will auf jeden Fall einen Rückkampf mit ihm. Und der wird es auf jeden Fall zurückbekommen, was er getan hat. Mhm. Ja, und diese Ausrede von ihm, dass er diese Break falsch verstanden hat oder dass er den Schritt zurück gemacht hat und so, kann man auf Video ganz deutlich sehen. Der Schiedsrichter hat Break gesagt. Er hat den Schritt kaum zurückgemacht. Der hat den Schritt zurückgemacht, also Hälfte Schritt, um nur auszuholen und mir einen zu geben. Und der hat mich auch dabei noch mit der rechten Hand geschubst, damit ich einen Schritt nach vorne gehe und der mir eine reingeben kann. Das kann man auch ganz klar auf den Videos sehen. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht oder mein Team. Wurde auch bei TBL kann man das auf Video sehen, da kann man auch abstimmen und so. Man kann Kann man auch einblenden sehen, hier. dass 82% von den Menschen das gesehen haben. Oder 82%. Ja, Ja, damit die Zuschauer mal verstehen, ihr wart kurz im Clinch. Der Referee hat gesagt Break. Normalerweise sagt so jeder einen Schritt zurück und dann wird weitergekämpft. Ja, so auf Deutsch gesagt auf eine genau. gesunde Distanz. Ja. Es hat so irgendwie den Eindruck gemacht, er hat dich mit der Schulter so ein bisschen weggestoßen, um gleichzeitig auch auszuholen. Und du bist dann Genau. wirklich schwer K.O. gegangen. Wundert ja, dass du keinerlei Verletzungen hast. Nee, mir geht's super. Also kein Bruch, keinen Schmerzen, kein Kopfschmerzen, gar nichts. Mhm. Aber was den Kampf angeht, und viele schreiben auch, der Referee sollte sich einmischen. Da kann man auf Video ganz klar sehen, der Rudik, also mein Gegner, als er Break geschrien hat, der Referee, hat er seine Hände breit gemacht, also um den Zeichen zu geben, dass er bereit ist, loszulassen. Und erst danach habe ich den losgelassen und er hat gemerkt, dass ich losgelassen habe und hat mich dabei weggeschubst mit dem rechten Hand und direkt mir eine gegeben. Also er kann so viel reden, wie er will, da kann man ganz klar sehen, dass er keinen Schritt zurück gemacht hat. Ich habe auch anderen Veranstalter oder Boxer oder die Leute, die Erfahrung haben, die Video gezeigt oder gefragt, wie die das sehen und die Mehrheit ist dafür, dass er einen Raten-Move gemacht hat. Ja, ja, es schaut auch auf alle Fälle überhaupt nicht schön aus. Es war wirklich, wo ich mal sage, äh, keine schöne Aktion. Ich habe natürlich auch mir ein paar Leute angeschrieben, was sie von dieser Aktion halten. Da spalten sich die Meinungen. Die einen sagen, ey, der Referee sagt Break und gleichzeitig heißt es auch Protect yourself all the time. Das hast du eben nicht gemacht. Genau. Irgendwie trage ich auch selber die Schuld, da ich diesem Rate vertraut habe und meine Hände runtergelassen habe, weil ich habe den Break gehört und so wollte ich auch den Schritt nach, also
eigentlich war das so Schritt nach links und dann wollte ich halt nach vorne so einfach einen Schritt machen, damit wir jetzt auseinander sind und danach weiterkämpfen können. Aber der hat es ausgenutzt, dass ich meine Hände runtergemacht habe. Mhm. Mein Fehler war, dass ich denen vertraut habe. Und der Fehler von dem Referee war, dass er sich nicht eingeben, also dass er Ja. uns nicht auseinandergeschickt hat. Er hätte Aber zumindest eine Hand ja, reingeben müssen, ne? Dass er sagt, hey, Break. genau. Ja, Genau, das aber ich will stimmt. ihm gar nicht die Schuld geben oder sonst was, weil der Rüdig hat ganz klar den Zeichen gegeben mit seinen Händen, dass er bereit ist loszulassen. Und Mhm. erst danach habe ich den losgelassen. Ja, weiter Ja, kann man das im Video sehen. Du kannst es bestimmt dann einblenden oder auf damit alle die das Fälle Leute werde ich sehen. das mehrmals einblenden. Jetzt ist es dann natürlich direkt nach dem K.O. mal kurz eskaliert, das Ganze, ja. Genau, ja, mein Trainer, seine Emotionen sind hochgekommen. Auch mein Bruder Muslim, einfach mal von meinem Team, die sind reingesprungen, sind auf dem Rüdig losgegangen. Oh, Jungs, das dürft ihr nicht machen. Das dürft ihr nicht machen, Jungs. Das dürft ihr nicht machen, Jungs. Bleibt cool, ist doch alles okay. Der Ringarzt Ist doch sollte alles reinkommen. okay. So, wilde Szenen hier im Cage. Und mein Trainer hat sich auch danach entschuldigt. Der wollte eigentlich auch, dass es nicht so krass eskaliert. Mhm. Der ist halt direkt reingesprungen, weil seine Emotionen so hochgekommen sind. Er hat auch nicht so viel gemacht, weil er mit den Veranstaltungen sehr gut ist, mit dem Konstantin. Und er wollte halt nicht seine Veranstaltung jetzt kaputt machen, wegen jetzt einen Kampf. Und deswegen hat er sich auch irgendwie zurückgehalten, meine Freunde und anderen zurückgehalten, dass sie sich nicht einmischen sollen. Aber jeder Kämpfer kann mein Trainers Emotionen verstehen, glaube ich. Ja, auf jeden Da Fall. hätte jeder Trainer so reagiert, Ja. wenn nicht schlimmer. Ja. Jetzt ich habe das Ganze ein bisschen verfolgt so auf soziale Netzwerke. Ich glaube, jeder, der was irgendwie das beobachtet hat, konnte auch so ein bisschen was mitkriegen. Der hat sich dann irgendwie versteckt, der Genau, ja. Gegner. Das Problem war danach, sorry, dass ich dich unterbreche. Na, Ja, na, das alles gut, ja. Problem danach war, wir wollten auch mit dem Rudik, der wurde irgendwie von Securities irgendwie weggebracht in der Umkleidekabine und dann hat er sich dort hinter der Frauen versteckt. Wären jetzt meine Leute oder reingegangen oder wären wir jetzt irgendwie auf die Schlägerei, irgendwie wäre es zur Schlägerei gekommen, würde es dann heißen, ja, wir haben auch Frauen geschlagen und so. Ja, Deswegen haben wir auch das gelassen. Und danach, wo er im Hotel war, haben wir ihm geschrieben, komm raus. Also ich habe ihm geschrieben noch, komm raus, lass uns klären, wir ein Mann zu Mann. mhm. Aber der wollte es nicht lernen und da hat er gezeigt, was für ein Kämpfer der ist. Ja, ja. So, die ganze Sache liegt jetzt in der Luft. Wird das jetzt in Genau. einem Rematch geklärt oder wird das anders geklärt? Ähm, Da beim TBL hat jetzt auch der Konstantin Story gepostet, wegen der Sperre. Ich habe 6 Monate Sperre bekommen. Er hat auch 6 Monate Sperre und Disqualifizierung bekommen. Für das Knockout, Genau, aus ja, gesundheitlichen um Gründen. es zu erholen. Also, aber ich wollte jetzt, ich brauche diese 6 Monate Sperre nicht. Und dieser Rudi braucht diese Sperre auch nicht. Ich wollte eigentlich so schnell wie möglich einen Rückkampf machen. Ich sage ganz ehrlich, wenn TBL das mir nicht ermöglicht, gibt es schon andere Organisationen, die mir das organisieren wollen. Und ich wurde auch von ein paar Veranstalter angeschrieben, dass sie Mhm. das mir organisieren wollen. Also ich will auch gar nicht schlecht reden über TBL. Jeder, der TBL kennt, weiß, was er auf die Beine gestellt hat. Der Konstantin, richtig geile Atmosphäre, richtig geile Veranstaltungen immer. Ja. Also Top-Veranstaltungen, nur an dem Tag ist es so passiert und diese Entscheidung finde ich auch ein bisschen unfair. Naja, es ist ja trotz allem so, die Gesundheit des Kämpfers geht ja mal, das ist mal das oberste Priorität. Und nach so einem schweren Knockout, ich glaube, 3 Monate würden reichen. Mir wird auch eine Woche reichen, nicht mal eine Woche. Ich bin eigentlich jetzt schon ganz fit, kann man ganz klar bei mir Ja, erkennen. ja, ja, na, das glaube ich dir, dass du fit bist, aber das Gehirn selbst, das braucht schon seine Zeit. Ich gehe da schon davon aus, natürlich werden sich auch andere Veranstalter um diesen Kampf reißen. Wenn die aber Verantwortung tragen oder haben, dann werden sie den Kampf in den nächsten 3 Monaten nicht zulassen. Falls doch, ist es trotz allem sehr fahrlässig. Auch wenn du nichts spürst, ist der Schaden am Hirn ist da, ob du willst oder nicht.
Auf jeden Fall, es wird einen Rückkampf geben, ob Ja, Rudik es will oder nicht. Entweder wird es im Käfig sein oder außerhalb des Käfigs sein. Er soll auf jeden Fall aufpassen, wenn er irgendwo hingeht oder traut sich, irgendeine Veranstaltung zu gehen. Ich werde ihn jagen, egal wo er hingeht. Das, was er okay. gemacht hat, gehört sich nicht dazu. War unsportlich, was er gemacht hat. Respektlos. Vor dem Kampf hat er kam er zu mir, hat einen guten Kampf gewünscht, fairen Kampf gewünscht oder mir ins Gesicht gelächelt, einen Freund getan und diese Heuchlerei. Aber im Kampf hat er gezeigt, dass er eine Ratte ist und solche Ratten sollte man auch bestrafen. Mhm. Und ich werde ihn dafür bestrafen, was er getan hat. Mhm. Es bleibt auf alle Ich Fälle will mich auch spannend. gar nicht hier, ich will mich auch gar nicht hier hochpushen, aber wenn es bei egal welchen Kämpfer, wenn genau das, was mir passiert ist, auf sich zustößen würde, würde er dasselbe machen wollen. Jeder kann mir sagen, was er will, aber keiner will sowas auf sich sitzen lassen. Ja, ja, wie gesagt, es ist wirklich sehr hässlich anzuschauen. Habe mit einigen Veranstaltern oder Managern vom BKFC gesprochen. Die haben gesagt, soweit alles in Ordnung. Die verstehen die Disqualifikation nicht. Andere sagen aber auch, die Disqualifikation ist voll in Ordnung. Ja, wie gesagt, hässlich Weil anzuschauen ich einfach. habe Also, ich hab auch, weil Edmond auch in Deutschland so berühmt ist mit der Erfahrung im Boxen und er hat auch seine eigene Veranstaltung, Ring Life, jeder kennt die. ja, ich war Da zuletzt. er mehr Erfahrung hat, hab ich mich auch also ich habe ihn gefragt, wie er das sieht, alles und so. Mhm. Er findet es auf jeden Fall richtig, seine Disqualifizierung. Also er sieht auch natürlich die Fehler von dem Referee, aber er sieht auch den Fehler von meinem Gegner. Ja, ja. Da hat leider vieles in diesem Kampf zusammengespielt und du warst halt dann am Ende der Und Leidtragende. Oder hast genau. auch du vielleicht Und auch einen kleinen Fehler gemacht, weil du eben die Hände unten gehabt hast? ja, es war ja auch nicht so, dass jetzt mein Trainer da reingesprungen ist, weil ich jetzt Knockout gegangen bin oder weil er das so gesehen hat. Jeder, der da war, ich weiß nicht, warst du dabei dort? Nein, ich wäre dort eingeladen gewesen, aber ich war in Bosnien an diesem Wochenende. Ach so, okay, schade. Aber jeder, der da war, wirklich jeder, außer seine Freunde oder sein Kreis, der in seiner Ecke war, nur die haben das irgendwie anders gesehen, weil es seine Freunde waren. Aber Leute sogar, die mich nicht kennen, haben das genau so gesehen wie mein Trainer. Und er wurde wirklich von jedem einfach A bis Z beleidigt. Aber ich sag jeden, ich habe auch auf Videos so gesehen, alle sind auf die Mutter gegangen und so. Bitte lass seine Mutter aus dem Spiel. Seine Mutter kann nichts dafür, dass er eine Ratte ist. Und mischt die Familie gar nicht ein. Er ist schuld, er trägt die Verantwortung und er wird dafür gerade stehen und nicht seine Familie. Lass seine Familie aus dem Spiel. Ja, ist Ehrensache. Äh, Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie geht es jetzt weiter generell? Lassen wir jetzt mal den Gegner weg. Wie geht es jetzt weiter in Ja. Sachen Bärnackel bei dir? Ich habe jetzt Sperre bei TBL. Bei TBL ist noch Frage, ob ich jetzt überhaupt jetzt dort weiterkämpfen werde, da ich jetzt noch andere Angebote habe. Ich habe 6 Monate Sperre. Ich kann jetzt nicht 6 Monate jetzt irgendwie zu Hause chillen. Ich werde Mhm. auf jeden Fall trainieren und mir die andere Angebote von anderen Veranstaltungen Ja. anschauen und gucken, dass ich woanders kämpfe. Auf jeden Fall. Mhm. Ich werde jetzt nicht warten, bis ich jetzt irgendwie nur noch jetzt Rückkampf habe mit ihm. Ich werde weitere Kämpfe machen. Ich werde weitere Bernackel-Kämpfe machen. Und Rudi kann mich immer erwarten, wo er ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Deine Familie ist wahrscheinlich jetzt auch auf der Jagd nach dem Gegner, oder? Da ist nicht nur eine Familie hinter ihm, da ist auch Leute, die ich gar nicht kenne hinter ihm. Aber Ja, ich sag mal so, die Leute, die gar nicht dabei waren oder die das nur gesehen haben, sollte ich eigentlich nicht einmischen. Das ist meine Sache. Danke, dass ihr mir helfen wollt und so, aber das ist etwas, was mir angetan wurde und nicht euch. Ich schätze es sehr, aber trotzdem will ich mich rächen. Ich werde mich rächen. Ihr braucht ja, nicht für mich rächen. ja. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze Genau. Und die sportlich Familie ausgetragen steht zu wird. 100% hinter mir. Mein Team, genau. Mein Team, meine Familie, meine Freunde, alle stehen 100% hinter mir. Und Leute, die an mich glauben. Großartig. Also ich bin sicher, wir werden noch viel von dir hören. Gott sei Dank Auf geht's dir jeden Fall. gut. Das ist einmal das Wichtigste, dass du gesund bist.
Mir geht's super, nichts passiert. Ja. Hätte er diesen Ratenmove nicht gemacht, würde er auch niemals mich auf den Boden kriegen. Ja. Ja, und ich verspreche euch, beim Rückkampf wird es ganz anders sein. Da wird keine Distanz, aber da wird kein technisches Boxen, da wird gar nichts sein, da wird nur Schlägerei sein und das wird eine wirklich dreckige Boxerei sein. Und das kann er von mir wirklich erwarten. Dann Und der hat hoffentlich. wirklich jeglichen Respekt von mir einfach verloren. Nein. Der kann auch von mir keinen Handcheck erwarten oder sonst was. Für diesen Move, was er gemacht hat, kann auch Respekt von mir nicht erwarten. Mhm. Okay, dann hoffentlich auf eine sportliche Art und Weise, dass du nicht auch so einen Rattenmove machst wie er. Ich bin keine Ratte, wie er. Ehrensache. Auf jeden Fall, das wird eine Fetzerei sein. Entweder der nimmt den Kampf an oder es wird andere Folgen geben. Ja. Alles klar, Adam. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, das war schon mal Ich danke dir. mehr, als wir alle erwartet haben. Und bleib weiterhin stabil, bleib fit und gesund und pass auf dich auf weiterhin, okay? Ich danke dir. Passt, Bruder. Vielen Salam Dank. alaikum. Wa alaikum assalam.